Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 60. Folge von Playmocast. In dieser 60. Folge ist derjenige dabei, der auch in der letzten Folge hier zu Gast war, Jonas. Hallo Jonas. Ja, moin Lars, hi. Und natürlich, weil wir es ja auch schon ein bisschen angekündigt haben und das aus 2 vorherigen Folgen auch so kennen, aus der Kaufland-Folge und aus der Reiterhof-Folge, ist Tobi auch wieder mit dabei. Hi Tobi. Ja, moin ihr beiden. Wir machen heute eine ganz spannende Sache. Und zwar gibt es heute wieder ein Format, was wir hier schon öfter verwendet haben. Und zwar spielen wir heute eine neue Runde Blind Date. Blind Date. Mit einem sehr, sehr coolen Thema. Und zwar habe ich euch Produkte, und zwar 10 Produkte natürlich wieder, wie in diesem Format üblich, zum Thema Mittelalter oder aus der Ritterwelt mitgebracht. Und ich habe sogar so viele mitgebracht, eigentlich also so viele Produkte mitgebracht, dass wir daraus nochmal eine zweite Folge machen könnten. Also wenn ihr irgendwann in 10 oder 13, 14, 15 Folgen Lust habt, dann können wir direkt da nochmal weitermachen, weil da gibt es so viele coole Sachen. Also habe ich ein bisschen Bock drauf und deswegen freue ich mich sehr auf diese Folge. Ich würde sagen, wenn ihr bereit seid, dann starten wir direkt mit dem ersten Artikel, den ich hier dabei habe. Jetzt bin ich gespannt, was ihr gleich zu dem ersten Produkt hier sagt. Das ist das Ritterturnier mit der Produktnummer, aufgepasst, 3265, aber nicht A, nicht B, sondern 3265C. Ist auch das erste Produkt, was ich kenne vom Playmobil, wo noch ein C irgendwie dahinter steht. Also das ist ein bisschen merkwürdig, aber ich bin mal gespannt, wie euch dieses Produkt gefällt. Ich hab's. Jonas, willst du anfangen oder Tobi, möchtest du anfangen? Jonas, fang ruhig an. Okay, ich dachte schon, jetzt gibt es ja das große Hauen und Stechen. Ich fange mal an. Also, was mir auffällt, was mir schon mal gar nicht gefällt, das sind diese chromfarbenen Rüstungsteile. Einmal sind das die Helme von den beiden Rittern. Sowohl der Kopfschutz von den Pferden, die sind beide so chromfarben. Und die Schwerter von den, ich weiß nicht, Knappen sind das scheinbar. Also viele Gegenstände sind in diesem Chromfarben drin, aber das ist, glaube ich, weiß nicht, aus den 80er Jahren irgendwie so ein Ding gewesen bei Playmobil. Ne? Also aus dem Jahr 1983, auch noch gespielt. Ich kann es jetzt nur sagen, nach heutigen Maßstäben finde ich das nicht gut. Aber ansonsten, das Set ist schon ganz, ganz nett. Also wenn man davon jetzt mal absieht, die Banner finde ich schon mal sehr cool, sehr nett gestaltet. Und also die beiden Ritter, die berittenen Ritter hier und die Knappen und dann sowohl der Ausrufer oder wie man es nennen will. Ja, also insgesamt, man sieht halt, dass das Set ein bisschen älter ist, aber aus meiner Sicht grundsolide. Ich bin ja auch so ein Fan von den alten Pferden. Deswegen, wir müssen ja jetzt uns festlegen, wo wir sie hinlegen. Wir brauchen eine Position von dir, ne? Das habe ich... Was machen wir? Entschuldigung, okay. Ich habe es gerade akustisch nicht verstanden. Wir brauchen eine Position, ne? Achso. Wir ranken die. Ja. Genau. 10 Artikel haben wir dann, ne? 10 Artikel. 10 Artikel, genau. Also weil es ein bisschen älter ist und da kommt auf jeden Fall noch was Geileres. Ich setze das erstmal auf die 7. Finde ich schon mal solide. Tobi, jetzt bin ich gespannt, ob es bei dir die 7 wird oder sogar die Top 3. Ja, also ich habe mit dem Set, das habe ich selber tatsächlich damals gehabt. Ich fand es damals schon bemerkenswert und finde es heute immer noch ganz cool, dass ich meine, dass der in der Mitte, der mit der Fanfare da, dass das tatsächlich das Nürnberger Stadtwappen ist, was ja eigentlich auch fast gut zu Playmobil passt, ne? So dass man da so ein bisschen historisch geht. Wenn mich nicht alles täuscht, überstimmt mich, wenn das falsch ist, aber ich meine, es ist das Nürnberger Stadtwappen. Ich vertraue dir da zu 100%. Faktencheck folgt. Ja, mach das mal. In der Zwischenzeit gebe ich mal meine Wertung ab. Ich finde das Set eigentlich ziemlich cool. Das mit dem Chrom kann ich auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen, weil
wenn du da viel mit gespielt hast und die Dinger oft in die Kiste gekommen sind, dann nutzte sich das Chrom ab und darunter war so ein durchsichtig weißliches Plastik dann sozusagen. Das sah dann nicht mehr schön aus. Aber eigentlich finde ich die Chromteile ziemlich cool. So vom Eyecatcher, sag ich mal. Aber ich bin da halt so ein bisschen, ich weiß ja nicht, was noch kommt. Und du startest eigentlich schon mit einem ziemlich guten Set. Ich weiß nicht, ob du so fies bist wie ich, dass du dann nachher mein Lieblingsset zum Schluss machst. Aber ich nehme mal die 5. Ich finde es gut, aber es gibt natürlich noch viel, viel coolere Sets. Aber doch, die 5 darf es sein, ja. Ja, okay. Finde ich schon mal ganz gut eingeschätzt. Also ich kenne ja die Sachen, die noch kommen und ich glaube, das ist schon ein cooles Set und ich glaube auch, dass gerade viele Leute, die so in unserem Alter sind, vielleicht ein bisschen älter, dass die das Set auch lieben, so wie du gesagt hast, weil diese coolen Chromteile eben dabei sind, die jetzt Jonas nicht unbedingt cool fand, aber ich weiß, dass das sehr, sehr populäre Elemente sind, aber wie gesagt, Geschmäcker sind ja verschieden und deswegen ist das ja nicht verkehrt, das dann auch ein bisschen tiefer zu ranken, wenn du das nicht magst, Jonas. Ein Produkt, ein Artikel, der richtig, richtig cool ist, auf den ich mich sehr gefreut habe, den ich natürlich mitgebracht habe, weil es auch Teil meiner Kindheit war. Den habe ich jetzt mitgebracht und zwar aus dem Jahr 1983 mit der Produktnummer 3317, das Schlossgespenst. Und Tobi, ich weiß, dass du ein sehr, sehr großer Fan dieses Schlossgespenstes bist. Ja. Aber in so ein Ranking, jetzt so eine Einzelfigur mit, eigentlich ist das ja ziemlich cool, weil da drunter dem Schlossgeschwänz ist ja so ein komplett weißer Typ mit Bart und auch Frisur, also das ist ja schon, macht ja auch schon ein bisschen was her, aber es leuchtet, die Kugel ist eigentlich ziemlich cool, weil es wirklich eine Metallkette ist, ne? Aber haut mich das jetzt so vom Hocker, dass ich das so ganz, das geht auf die 7. Das reicht nicht, um weiter nach oben zu gehen. Jonas, was sagst du? Ja, schließe mich an. Das ist so auch eher im unteren Bereich zu finden. Das Coole an diesem Schlossgespenst ist ja, dass es eine zentrale Rolle in der einen Folge von Professor Mobilux und Patrick F. Patrick spielt und dort auch auf dem Cover da zu sehen ist. Von daher, das finde ich, untermauert nochmal die Coolness von dieser Figur, aber insgesamt weiß ich nicht. Ist halt auch eine sehr spezielle Figur, ne? Aber das Leuchten finde ich klasse, aber ich setze es nicht auf die 7, ich setze das auf die 8. Okay. Genau, wer zu Professor Mobilux noch ein bisschen mehr hören will und zu der Geschichte des Schlossgespenstes, der kann natürlich Folge 22 hören. Tobi, das war die erste Folge, in der du zu Gast warst. Genau. Da haben wir uns sehr, sehr viel mit Mobilux und Patrick F. Patrick beschäftigt. Und ja, ich finde es auch cool, natürlich, genau, ist das vielleicht dann auch ein bisschen dünn, ne? Also wenn man sich dann die Produkte betrachtet oder wenn man so eine gewisse Erwartungshaltung hat bei den Produkten, die jetzt noch kommen könnten, könnte das Schlossgespenst so an sich ein bisschen limitiert sein. Und deswegen gehen wir gleich mal weiter ins Jahr 1986. Da haben wir Ritter mit 2 Knappen und die Produktnummer 3329 mit dabei. Jonas, was sagst du zu dem Set und wo würdest du es ranken? Also das Set selbst hatte ich auch damals. Ich wusste gar nicht, dass es aus dem Jahr 1986 ist. Das ist mein Geburtsjahr, also genauso alt wie ich. Ich finde es aber allein dadurch schon cool, dass es halt nicht mehr so chromfarbene Rüstungsteile sind. Ich weiß, Geschmäcker sind verschieden, aber ich mag diese matt dunkle metallene Rüstungsteile von diesen Figuren einfach viel, viel lieber. Ich fand den Ritter schon sehr genial, weil er so viele Rüstungsteile hat, die man da ansetzen kann. Also man kann ihm diese Rüstung so zusammensetzen, der Armpanzer, Brustpanzer, Rückenpanzer und der Helm, der ist auch ziemlich cool gestaltet. Und ich finde auch die Knappen bringen da eine Menge mit. Auch allein wie die schon gestaltet sind, das gefällt mir sehr gut. Die Stiefel auf jeden Fall vom Ritter, das fällt mir gerade auf, also die Stiefel der Knappen oder der Stulpen, was sie da haben, finde ich cool. Der Ritter hat natürlich keine, sonst könnte er nicht auf dem Pferd sitzen mit dem
mit der Decke. Genau. Ja, ansonsten, da ist halt noch viel dabei, ne? Also 2 Schilde, ein Schwert, die Armbrust und hier noch die Lanze zum Turnierreiten. Also finde ich ein richtig gutes Set. Damit habe ich damals auch wirklich echt gerne gespielt. Das hat einfach eine Menge geboten, auch von sich aus alleine. Deswegen, ich will mir nicht die vorderen Plätze verbauen, aber ich setze es mal auf die 3. Okay. So ein bisschen Chrom ist ja dabei, ne? Das Schwert ist aus Chrom. Mhm. Damals zumindest am Anfang noch gewesen. Das Set gab es ja ewig lange, ne? Das ist ja... Also dann gab es da vielleicht Updates Ja, oder so? das gab's ja. Ich hatte... Das gab es ewig lange, das Set. Das gab es noch, glaube ich, in den 93er müsste es auch noch geschafft haben in den Katalog, ne? Als es die ganzen Updates gab, so ein bisschen moderner, aber ich meine, es war sogar noch im 93er Katalog drin. Genau, es gab es im Jahr 93 und dann hat das die Produktnummer 3669 gehabt. Also wurde ein bisschen verändert und dann Genau, ja. neue Produktnummer. Aber ja, ich teile da Jonas Ansichten komplett. Ich fand, das ist auch immer noch eins meiner liebsten Sets damals gewesen. Und wenn wir vielleicht wieder so einen Wahlkampf gemacht hätten, wäre das wahrscheinlich nein, es ist nicht mein liebstes Set, aber es wäre in den Top 3 gewesen. Und deshalb packe ich es auf die 3. Okay, dann haben wir jetzt zweimal die Position 3 von euch. Das ist ganz witzig, weil es der dritte Artikel ist, der jetzt jeweils auf der 3. Position platziert wurde. Finde ich ganz cool und finde ich auch interessant, weil ich mir ja schon überlegt habe, welchen Artikel ich an welcher Stelle bringe und was hier irgendwie Sinn macht. Also da habe ich eigentlich mit der Folge, obwohl ich hier gar nicht platzieren muss, genauso viel Spaß wie ihr gerade. Das ist ganz, ganz witzig auf jeden Fall. Und witzig geht es ja auch weiter. Wir gehen in das gerade eben angesprochene Jahr 1993 und haben hier wirklich schon nochmal ein Highlight-Set dabei. Also aus der Ritterwelt gibt es einfach nicht so viele Sets, die nicht so gut sind. Und ein Set, was wirklich richtig, richtig gut ist, ist das Set mit der Produktnummer 3654. Das sind die Ritter mit Turnierzelt. Okay, das Set hatte ich selber nicht, was ich äußerst bedauerlich finde, weil das eigentlich echt cool ist. Ich finde die Farbkombination ziemlich cool. Der Schwan passt zu meiner Heimat Schwanewede. Von daher, wir haben tatsächlich, ist unser Gemeindewappen fast identisch, bloß dass wir blau-weiß sind statt gelb-blau. Von daher würde es sehr gut passen als Schwanenritter. Das macht es total schwer, weil ich nicht weiß, was du noch für Gemeinheiten da versteckt hast. Ja. Normal wäre das auch ein Top-3-Set, aber ich habe die Hoffnung, dass da noch 2 Sets kommen, die auf 1 und 2 gehen müssen. Und deshalb mache ich es kurz und knapp. Ich packe es auf die 4, weil es ist unheimlich viel Zubehör dabei. Das Zelt ist ziemlich cool, da ist ja auch ein Interieur mit drin. Im Prinzip die Ausstattung, bis auf, du hast das Zelt statt des zweiten Knappens wie beim Schwarzen Ritter. Es ist ein bisschen moderner geworden, ne? Die Füße sind ein bisschen cooler beim Knappen mittlerweile mit den Schuhen und so. Ja, ein tolles Set, es kommt aber trotzdem nur auf die 4. Okay. Jonas, lässt du dich davon beeinflussen oder sagst du, nee, die 9 oder 10 würde reichen oder ist es vielleicht deine 1 oder deine 2? Ich lasse mich davon natürlich voll beeinflussen. Nein, ich muss sagen, es geht auch in die ähnliche Richtung. Also, allein die Farben gefallen mir schon, ne? Blau-Gelb, das sind die Braunschweiger Farben. Stark. Also, richtig gut, allein das macht das Set schon sehr attraktiv. Ja. Ja, aber also ich finde cool, wie viel Zubehör dabei ist. Das Zelt, das ist schon richtig cool. Wenn ich das sehe, sind da so Stoffteile, die man so dran klipst. Ja, wir hatten damals aus der Zirkuswelt, da gab es irgendwie mal so ein Zirkuszelt mit Lipizanern oder so, das war so ähnlich. Da konnte man dann halt diese Zeltwände dann so reinklipsen. Das finde ich sehr cool, dass die aus Stoff sind und nicht aus Plastik. Ja. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich pack's ebenfalls auf die 4. Ja. Ja. Okay, dann haben wir hier wirklich das 4. Set jeweils auf der 4. Position. Das ist witzig, das zieht sich hier, glaube ich, so durch. Na, gucken wir mal. Weil ich das Set so geil finde und weil ich es damals hatte, hätte ich es, also bei allen Sachen, die vielleicht so
hätten kommen können, hätte ich es locker auf die 1 gepackt, weil ich es wirklich richtig, richtig krass finde und wirklich liebe. Aber ihr habt schon recht, da gibt es natürlich noch ein paar mehr Sachen hier aus dem Mittelalter, aus der Ritterwelt und deshalb geht es hier direkt weiter mit dem Set 3626, ein Jahr später veröffentlicht, 1994. Das ist das Baumversteck. Sehr cool. Jonas, jetzt bin ich gespannt, ob die beiden ersten Plätze hier vielleicht angegriffen werden oder ob es vielleicht doch ein bisschen weiter hinten landet. Ja. Ja, also das ist wahrscheinlich so ein bisschen an Robin Hood irgendwie angelehnt, so sieht das zumindest aus. Ja. Ich find's nicht so gut. Ich muss Okay. echt sagen, ich weiß nicht warum. Die Idee ist ganz nett gemacht. Aber ja, ich mache es einfach kurz. Ich setze das auf die 6. Ja, tatsächlich ist das ja aus einer Zeit, wo es ziemlich viele coole Räubergeschichten gab. Die haben ja auch das Räubergelage ist ja auch aktuell bei Playmobil wieder verfügbar von damals. Das wäre bei mir ganz woanders gelandet. Tatsächlich teile ich Jonas Ansicht da so ein bisschen. Es ist eigentlich ganz cool, so vom Ganzen. Aber wenn du so mal ins Detail gehst, also ich glaube, der Opa da mit seinem lila Jersey, der hat mir damals schon nicht so gut gefallen. Das passt irgendwie nicht so ganz. Dann der da hinten da am Baum steht, ja, der hat auch so den Kragen und so. Und die Farben, es ist sehr bunt. Ne? Es ist also nichts gegen bunt in dem Sinne, aber das sind so Farben, das ist so knallig irgendwie. Und ich muss ja aufpassen, wohin ich was tue. Und ich will mir das nicht da oben ganz verbauen. Von daher gehe ich jetzt mal tatsächlich auf die 9. Okay. Ja, die Farben sind schon wirklich, wirklich sehr aufdringlich, finde ich. Ne? Also das ist der Hint. Das finde ich Da. stört so ein bisschen das Gesamte. Was ganz cool ist, also nette kleine Gimmicks sind dabei, ne? Der Farn, der dann noch dabei ist. Dann die Fliegenpilze finde ich echt cool. Richtig nettes kleines Detail. Und Ja. die Eule im Baum, aber wie Tobi sagt, die Farben, die sind einfach. Ich wusste jetzt gar nicht, was mich daran stört. Aber ja, also das brennt richtig im Auge. Deswegen. Ja, die Kompositionen sind komisch und ich finde auch, wenn du so drauf guckst, dann ist der Baum natürlich besonders, aber Ja, du genau. hast jetzt auch nicht so viele Teile dabei, ne? Also musst du dann gucken, ob du die Besonderheit des Baums irgendwie höher einschätzt oder mehr präferierst oder ich weiß nicht, also die Anzahl der Figuren ist jetzt auch nicht so krass, also weiß ich nicht, aber das Problem ist, also heute gibt es, glaube ich, wirklich kein Set, bei dem ihr sagen würdet am Ende, das ist irgendwie ein Scheiß-Set, glaube ich. Oha, du setzt die Latte ganz schön hoch. Ja, ich habe ein bisschen viel versprochen gerade und hoffe aber, dass sich das dann am Ende bewahrheiten wird. Und Tobi, weil du gerade schon das Räubergelage angesprochen hast, dann würde ich sagen, nehmen wir das doch gleich mit rein in die Folge hier als 6. Artikel. Also Produkt Nummer 3627 aus ebenfalls 1994 mit dabei. Ja. Starte ich, Jonas? Oder du? Ich Ja, starte. du bist dran. Also, Achso, Tobi, Ja. bevor du startest, ich wollte dir noch die Rückmeldung geben. Es handelt sich wirklich um das Nürnberger Stadtwappen. gut. Dann habe ich ja Glück gehabt. Da hast du vollkommen recht Sehr gehabt. gut. Ja, du hast jetzt schon gewonnen. Ja. Das Räubergelage. Ich finde es ziemlich cool, weil du unglaublich viele Figuren dabei hast. Allerdings haben wir auch dort so eine kleine Farbseuche. Der Bogenschütze ist ja ähnlich bunt wie der Bogenschütze vorhin beim Baumversteck, aber der Mönch ist natürlich sensationell gut getroffen. Ich finde den Räuberhauptmann finde ich gut, auch wenn die Feder pink ist. Das ist eher unwahrscheinlich, da eine pinke Feder als Räuberhauptmann, aber gut, das lassen wir mal dahingestellt. Generell ist ja haben wir ja eben schon gesagt, die Farben sind ja sehr, sehr wild, aber ich finde das Set an sich wirklich, wirklich gut. Aber, ich habe ja noch 1, 2, 6, 8 und 10 offen. Ne? Und das wäre eigentlich eine klassische 5 in diesem Bereich. Es ist eigentlich eine 6, ist zu schlecht, aber für eine 2 reicht es auch nicht. Weil auch das Pferd, das ist ja, wie heißt es noch? Das ist kein Apfelschimmel, das ist ein,
Du weißt das. Das ist ein Apfelschimmer. Ach, doch, ist auch ein Apfelschimmer, siehst du. Ja, das ist natürlich Und auch hat super sogar hier cool, die Besonderheit, Das, hat die Besonderheit, dass hier so ein bisschen Geschirr noch mit dabei ist. Also das ist schon sehr, sehr cool gemacht. ja, allein das Pferd ist natürlich schon ziemlich cool, deshalb kann es eigentlich keine 6 sein, aber es ist halt auch keine 2, weil dafür sind die Figuren zu bunt und da ich persönlich eigentlich noch ganz andere Favoriten habe, ja, geht es schweren Herzens auf die 6, obwohl es eigentlich eine 4 oder 5 wäre, aber ich nehme es auf die 6. Jetzt hat Jonas ja den Vorteil, dass hier seine Position 5 noch frei ist. Ja. Und ein bisschen kirchliche Unterstützung ist bei dem Set dabei. Deswegen weiß ich nicht, ob es nur die 5 ist, Jonas, oder sogar auch die 2. Ich finde aber schon mal gut, also von außen betrachtet, finde ich schon mal richtig gut, Jonas, dass du ein bisschen anders so taktisch angefangen hast als in der Reiterhof-Folge, wo du dir ja leider relativ früh die ersten Positionen so ein bisschen verbaut hast, und das sieht jetzt schon, glaube ich, ein bisschen besser aus. So. Ja, lernen durch Schmerz, ne? Also, Genau. sowas passiert mir nicht normal. Also bei mir ist es genau anders. Ich würde das Set, weil ich es auch sehr cool finde, weil wirklich sehr schöne Sachen dabei sind, die Knickhalslaute, die Fiedel, also 2 Musiker mit schönen Instrumenten, schön gestalteten Instrumenten. Das Ganze drumherum gefällt mir sehr gut, die Markt. Dann der Bierbrauer, schätze ich, ist das, ne? Ja, der genau. gerade Fassanstich macht und da ordentliches Bier ausschenkt. Sind die Bierkrüge irgendwie auch gefüllt, wenn ich das richtig sehe? Sie sind gefüllt. Teilweise, also echt viel bei gedacht. Ne? Ich wüsste jetzt persönlich nicht, wie ich das in eine Spielwelt so integriert hätte. Und da hätte man bestimmt irgendwas gefunden. Also ich finde das richtig cool. Ich hätte es lieber auf die 4 gesetzt, die ich jetzt aber durch das Turnierzelt schon geblockt habe. Aber da ich die 5 noch frei habe, kommt das auf jeden Fall dahin. Sehr stark. Sehr cooles Teil. Ich habe tatsächlich gerade die Neuauflage, die hatte ich besorgt, und ich hatte mit meinem Sohn letztens dann so eine Mittelalterwelt aufgebaut, und da war unter anderem das. Und dann gibt es noch so ein Set, Jonas, Lars, du weißt es bestimmt, das mit dem Schwein am Haken. Hoffentlich kommt das nicht auch noch. Sonst komme ich echt in die Bredouille. Aber das ist auch so eine Räubergeschichte, und die tragen irgendwie so ein Schwein. Ich weiß nicht, ob das Schweinejagd oder irgendwie sowas. Und die kann man echt schön kombinieren, die Sets, ne? Also sind eigentlich, Ja, da gibt es so viele Highlights. Ja, das stimmt. Ich habe ja so viele Produkte auch angeguckt von der Ritterwelt. Also wie gesagt, ich habe da locker nochmal eine zweite Folge zum Blind Date hinbekommen, weil einfach so viele perfekte Sachen dabei sind. Und deswegen würde ich sagen, kommt das nächste perfekte Set. Man muss es echt so sagen. Also wenn ich mir die Sachen alle angucke hier, dann gibt es einfach nur geile Sachen. Also da ist dann fast schon egal, ob es die 5, die 6 oder die 7 wird, wobei das ja nicht ganz Zweck und Sinn der Folge oder des Formates ist. Aber mitgebracht habe ich hier für euch die 3652. Wir bleiben im Jahr 1993. Wir gehen ins Jahr 1993 und haben hier mitgebracht die Ritter mit Turnierplatz. du bist so fies. Ja. Kann ich schon mal ganz kurz sagen, so aus meiner neutralen Sicht, die Turnierschabracken, die dabei sind, bei beiden Pferden, sind somit das Größte, was Playmobil auf den Markt gebracht hat. Deswegen finde ich das Set schon alleine aus diesem Grund Top 3 würdig. Also ist natürlich meine persönliche Sicht. Ich will euch da gar nicht negativ beeinflussen, aber Nein. ich versuche natürlich die ganze Sache hier ein bisschen spannend zu lassen. Spannend sein zu lassen. Jonas, ich glaube, du startest. Ja, gerne. Guck, Schwanewede ist auch wieder dabei. Ja. Also, richtig geiles Set, muss ich echt sagen. Allein schon die Tribüne, die ist schon richtig cool gestaltet. Viele verschiedene Waffen dabei. Also, wenn einer vom Pferd gestoßen wurde, geht es ja dann auf dem Feld weiter. Da kann man also sich richtig schön gegenseitig kaputt hacken. Richtig cool. Schön, ja. Morgenstern und eine Axt und ein Schwert, richtig gut. Ich finde aber wichtig, dass man die Präferenzen hier gut setzt. Ja. Die Farben, ja, also es ist ja so, dass es im Mittelalter durchaus sehr bunt war und auch sehr grelle Farben. Ja, müssten wir jetzt Christian mal befragen, der kann das vielleicht noch bestätigen und dementieren, aber so wie ich das in Erinnerung habe, passt das eigentlich auch. Also ich mache es jetzt kurz hier, ne? Ich habe ja noch die beiden oberen Plätze und das
Turnier kommt hier auf die 2. Oh, das ist stark. Tobi, wie sieht's bei dir aus? Bescheiden. Ich weiß nicht, wohin damit. Ich kann dem total folgen und ich finde auch die Pferde super genial und ich habe nur die Befürchtung, dass da mindestens noch 2 Sets kommen, die ich auf 1 und 2 nehmen muss eigentlich und wo es mir nachher leid tun würde, dass sie nicht da sind. Ja, also es ist echt schon, es sind tolle Farben, ne? Das ist schon dann wieder, ja, und auch der Thron da oder die im Hintergrund da, das große Wappen und so, das ist schon ziemlich cool. Wobei dann andererseits hast du dann, ich rede mir das jetzt gerade mal schön, das Grün-Gelb-Rot-Gemisch ist dann auch schon eine kleine Farbseuche und dann steht er da im lila Frack. Ich pack's auf die 8. Es tut mir eigentlich leid, aber es wäre eigentlich deutlich höher. Also ich hätte mir den ollen Schlossgeist auf die 7 setzen, auf die 10 setzen sollen. Weil Ja. der macht doch jetzt, ja, Quatschhalsmoken, ne? Ist so. Es hat mich jetzt, es kommt auf die 8. Es ist traurig, aber wahr. Es ist auf der Ja. 8. Ja, es geht nicht anders, leider. Okay. Ich hoffe, du enttäuscht mich jetzt nicht und holst jetzt nicht da irgendwie dann echt so den letzten Ja. Kram da noch raus. Ihr müsst natürlich dann auch daran denken, dass ja nicht jedes Set wirklich ein absolutes Top-Set sein kann, auch wenn ich so angekündigt habe. Vielleicht ist ja noch ein Set unter den letzten 3, wo ihr so denkt, oh Gott, das hätte ich ziemlich weit nach unten packen müssen. Und eigentlich war es ja klar, dass da auch mal ein hässliches Set noch kommen muss. Und jetzt bin ich gespannt, ob ihr das nächste Set so einschätzen würdet, als ob das ein Set ist, das ein bisschen weiter nach hinten kommt, oder vielleicht ist es natürlich auch ein absolutes Highlight von einem von euch. Und zwar ist es der Gefangenentransport mit der Produktnummer 3674 und wir sind immer noch im Jahr 1993. Jetzt bin ich mal gespannt, wo ihr hier die königliche Garde einsortiert. Okay, ich starte, glaube ich, Jonas, ne? Ja, Ja, da ich jetzt noch 1, 2 und 10 offen habe, kann ich das schon mal meine Wertung ganz schnell machen. Den packe ich nämlich auf die 10, weil ich den, also es wäre bei mir tatsächlich im unteren Bereich gewesen. Ich finde den jetzt echt nicht so überzeugend. Ich weiß nicht, der sieht aus wie so ein Ire da, so wie Patrick F. Patrick, der rechte Soldat da oder Bewacher, wie auch immer man ihn nennen mag. Ansonsten ein grundsolides Set, keine Frage. Aber auch der Bart von dem anderen, dieses Runde, das gefällt mir nicht so gut. Und ich weiß nicht, ob der Gefangene wirklich so, wie er aussieht, ins Mittelalter passt. Von daher habe ich da in dem Moment jetzt tatsächlich keine Schmerzen damit, das auf die 10 zu setzen. Ganz unverblümt. Also lieber hätte ich es auf der 9 und den Schlossgeist auf der 10, aber ja. Also, der geht auf die 10. Jetzt habe ich noch 1 und 2 offen. Mal sehen, ob das ein Fehler war, aber ja. Jonas hat hier noch die 1, die 9 und die 10 und ich bin mal gespannt, ob Jonas auch sagt, das ist die 10 oder vielleicht geht es eine Position nach oben oder vielleicht sagt er auch, das ist ja so ein Fortbewegungsmittel, was wir ja einfach noch gar nicht kannten aus der Ritterwelt und das war ja komplett revolutionär, sowas dann in den 90ern vom Playmobil auf dem Markt gehabt zu haben und Jonas, ich bin gespannt. ja, ich mache es mal kurz, da kann ich mich Tobi eigentlich anschließen. Die Figuren gefallen mir nicht, der Gefangene mit seinem Brusthaar sieht schon mal richtig cool aus und eine Augenklappe, also das ist so auch der Hut, ne? Das ist irgendwie so eine Mischung aus Pirat und Ja, Western. genau. Aber nicht Mittelalter. Und die beiden Garden gefallen mir auch nicht. Das einzig Coole ist die helle Bade. Ach nee, die ist nicht so cool, Entschuldigung. Ich habe nämlich gerade gesehen auf dem Bild, überdecken sich helle Bade und die Feder von dem Hut von dem Western-Piraten. Und deswegen, weil es ist eine stinknormale helle Bade. Nee, also das kommt bei mir auch auf die 10. Das gefällt mir gar nicht so gut. Der Gefangene, den wir hier dabei haben, der erinnert mich so ein bisschen an die Playmobil-Piraten-Artikel, Tobi, die wir damals schon besprochen haben, wo wir immer so dachten, ja, ist vielleicht ein bisschen drüber und da haben die dann irgendwie auch ein bisschen zu viel gemacht. Also weiß nicht, genauso wie du sagst, ob das wirklich im Mittelalter landen muss, aber gut.
hat ja verdient die 10. Position. Ich bin richtig froh. Ich habe es mir gerade nochmal auf dem anderen Bild. Ich habe nur den Karton von Playmobil gesehen, das Produktbild. Und ich habe es mir jetzt nochmal wirklich als nüchternes Bild aufgerufen und ich bin richtig froh, dass ich da die 10 genommen habe. Also dein Western-Pirat ist echt, also so als Figur an sich ist er eigentlich ziemlich cool, wenn du ihn vielleicht nicht mit hellblau machst, weil so das Design finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Aber ja, nie, lass mal. Muss nicht sein. Ich empfinde ihn als bessere Karikatur. Ja. Als Karikatur. Ja, also das stimmt, das ist kann weg, ja. Nächstes Set bitte. Dann kommt das nächste Set. Okay. Und zwar ist das mit der Produktnummer 3665 aus dem gleichen Jahr wie so viele andere Produkte, die wir gerade genannt haben, aus dem Jahr 1993, der Felsenturm. Und jetzt würde ich sagen, haben wir hier ein absolutes Highlight schon dabei. Das erwartete absolute Highlight. Ich hoffe, ich habe euch nicht enttäuscht. Ich hoffe, ihr seid dankbar für dieses Exemplar und bin gespannt, auf welcher Position das hier landen wird bei euch. Boah, ich glaube, ich bin dran. Ne? Also das Teil ist schon ziemlich fett. Auf jeden Fall. Ja. Und das spiegelt sich so ein bisschen wieder, da kommt der schwarze Ritter aus dem vorherigen Set, Ritter mit Knappe. Was ich auf Platz 3 gewählt habe, kommt so ein bisschen wieder. Ne? Das ist das gleiche Wappen. Genau, das ist die gleiche Linie. Das Pferd ist gleiche Rüstung, ist nicht ganz, ich habe hier gerade kein richtig gutes Bild davon gefunden. Ich gucke gerade mal kurz weiter. Aber war damals, glaube ich, auch ein Katalogcover, ne? Kann das sein? Ich glaube auch, ja. Also schon richtig geil, richtig geiles Teil. Ja, das gefällt mir richtig gut. Viel Ausstattung dabei. Dann, ich weiß nicht, ist es ein Kerker oder ist es einfach, achso, das ist der Bestandteil der Festung. Die Festung ist in diesen Fels reingehauen und genau. Das Tor dazu ist dann halt der Eingang ins Innere. Also ist so ein bisschen, ja, wie der schwarze Ritter, ne? Also die Festung vom schwarzen Ritter, vom Raubritter, richtig cool gemacht. Okay, jetzt habe ich nur noch 1 und 9 offen. Genau. Also ich habe das Gefühl, ich werde mir gleich richtig in den Hintern beißen. Lars, das wäre ziemlich fies von dir, wenn du jetzt 2 Highlights, also angenommen, du wirst jetzt die fette Ritterburg von damals als nächstes bringen, okay. Ja. Dann würde ich dich, glaube ich, schlagen. Ja, wir sind gewaltfrei hier. Wir sind alle im Alter, darf man auch mal zur Gewalt greifen. Okay. Ja, auf jeden Fall. Das spielt dann keine Rolle mehr. Ja, okay, das ist richtig blöd jetzt bei mir. Ja. Ich mach's mal anders. Ich höre erstmal, was Tobi sagt. Nee, du musst eine Position wählen. Nee. Ich muss, was? Nein? Ja, doch. Okay. Guck mal, ich habe auch nur noch 1 oder 2. Da macht's einfacher. Okay. Scheiße, Entschuldigung. Ich glaube, dass Lars sehr gemein ist und deswegen setze ich das Set jetzt auf die 9. Obwohl ich es ziemlich cool finde. Aber dann ist er ja nicht gemein, wenn jetzt noch ein Highlight kommt. Vielleicht. Nein, deswegen setze ich es jetzt herunter, weil ich denke, dass er gemein ist und da jetzt uns eine Falle stellt, in die ich natürlich nicht reintappe. Ich finde das total spannend. Ich habe mir gerade die Bauanleitung angeguckt und da ist ja so eine Seilwinde bei, ne? Ja, genau. Und diese Seilwinde ist exakt noch die Seilwinde, die jetzt immer noch bei dem neuen Piratenhaus da auf der Bucht, das habe ich ja gerade für meinen Sohn zum Geburtstag zusammengebaut. Und es ist immer noch exakt diese Seilwinde. Ist schon krass irgendwie, wo ihr ja letztes das Thema mit dem Pokal hattet, dass Playmobil da doch relativ lange an Teilen festhält, ne? Finde ich auch cool, also. Ja. Aber spannend, dass man das immer wieder irgendwie wieder einarbeiten kann, ne? Also finde ich auch echt spannend. Ja, das ist ja eigentlich Baron's Battle Tower heißt es auf Englisch. Felsenturm auf Deutsch. Ich finde es irgendwie Baron's Battle Tower klingt schöner, ne? Das ist echt schwer, ob 1 oder 2, weil ich nicht weiß, was du da noch hast. Aber ich
Es ist ein Hammer-Set mit dem Felsen. Ich glaube, so ein Felsenturm gab es auch nie wieder mit so einem Felsen. Ne? Das war tatsächlich Genau. so ein einmaliges Ding, so in dieser Form. Ja. Aber ich nehme die 2. Dann falle ich halt rein und dann kommt halt gleich so ein Ja. richtiges Rotze-Set auf die 1, aber dann ist das Das ist ein so. bisschen Der ärgerlich Wein jetzt. angeschmiert. Ja. Genau, Pest oder Cholera. Ja. Also, ich kann es jetzt eigentlich schon ein bisschen abkürzen. Und kann euch eigentlich schon beglückwünschen, weil ich glaube, ihr habt das ziemlich gut gemacht. Taktisch seid ihr hier gut vorgegangen. Weil das nächste Set ist auch aus dem Jahr 1993 und das ist Aha. die 3666. Das Yes! ist, Jonas, Ja, Sehr geil. die wunderbar. große Ritterburg. Hervorragend. Hammer. Ja, Ohne Worte, das ist meine Nummer 1. ja. Sehr gut. Also wenn ich alle 10 Sets gehabt hätte, hätte ich das auch auf so oder so auf die 1 gewählt. Das ist ein absoluter Traum. Ich habe sie bei eBay zu Corona-Zeiten mal ersteigert und sie dann aber leider wieder zurückgegeben, weil die Teile so super vergilbt waren und das nicht angegeben war und ich dann doch ein bisschen mehr bezahlt habe, als ich sonst bezahlt hätte, sagen wir es mal so. Und danach habe ich sie aber auch noch nie wieder zu einem Preis gesehen, wo ich bereit wäre, sie komplett zu kaufen. Aber das, Ja, Wo werden die denn heute gehandelt, die Teile? also ich habe damals 180 € bezahlt für komplett. Da war sie wirklich komplett. Aber dann halt beim Aufbau hast du halt gesehen, dass da echt viele Teile sehr, sehr stark vergilbt waren. Und das fand ich dann nicht so schön, weil er halt das nicht angegeben hat. Ja, wenn du dann gesagt hättest, okay, du bist bei 100 € oder so, für die Figuren und so, die waren alle dabei, hätte ich gesagt, ist okay, aber 180 € war mir dann zu viel. Ich habe es dann auch tatsächlich ein bisschen auch eine Rückgabe vereinbaren können. Das passte alles. Aber das ist ja ein absoluter Traum, ne? Dieser runde Turm, ja, dieses Fachwerkhaus. das ist schon sehr cool, ne? Das ist alles dabei, was du brauchst. Du hast auch viele gestalterische Möglichkeiten, kannst da 3 verschiedene Farbvarianten wählen, also hast zu jeder Linie Ja. also eine farbliche Gestaltung, hast ein Wappen und alles und das ist schon echt ein wirklich perfektes Set und das ist ja so ein bisschen auch wie bei den Produkten in der Westernwelt oder so, oder in der Piratenwelt, so, da hast du einfach immer ein paar Produkte bei, die du richtig feierst und ich finde, das ist ein Produkt, was einfach komplett ikonisch ist aus den Ja. 90ern und deswegen, ja, ist das schon sehr, sehr stark, ne? 100%. Habt ihr beide sehr, sehr gut gemacht. Und das Wappen von Schwanevideo ist auch wieder dabei. Ja, Ist auch wieder dabei, 100%. ist wirklich, ja, der absolute Ja, Jackpot aber für euch beide, muss man sagen. Das ist tatsächlich auch so ein Set, was ich nicht hatte und was mich trotzdem immer noch fängt, ne? Wo du einfach sagst, okay, also Playmobil hat auch nie wieder so eine Burg rausgebracht, wo ich sagen würde, ey, Hammer. Wenn du so Ja. heute guckst, heute haben wir ja nun Novelmore, da haben sie jetzt ja auch wieder die Burgen wiederum verkleinert, sie sind ja wieder kleiner geworden, die große Novelmore-Burg gibt es ja schon gar nicht mehr, aber das ist alles nicht mehr so dieses, also allein dieser Burgcharakter, ne, auch das ist schon krass, also Ja. Ja. Es ist einfach wunderschön gestaltet. ja. Das ist richtig eine Wohltat für die Augen, muss man echt sagen. Ne? Also Auf jeden Fall. allein das Fachwerkhaus in der Burg, Mm, da gibt es sicherlich auch wieder einen Fachbegriff dafür. Das fällt mir Weiß jetzt aber ich nicht gar ein. Also allein wie das gemacht ist, dann sind da, ich glaube, Tauben sind da auch noch mit bei, die du dann auch irgendwie auf den Hof da setzen kannst. Das ist einfach so viele wunderschöne Details. Die Pokale sehen cool aus. ja, Also da kann man sich gar nicht satt sehen. Ne? Ich meine, ja, also, nee, ich kann nichts mehr zu sagen. Ich bin einfach sehr glücklich mit meiner Wahl, dass ich mich einfach Ja. mal getraut habe. freut mich auch bei dir umso mehr, weil du mit der Platzierung bei der Reiterhoffolge ja nicht so zufrieden warst. Ne? Da hast du dich ja sehr geärgert und dann ist das Ja. hier, glaube ich, ein ganz guter Ausgleich dann dazu. Also das lief schon mal sehr gut und wie gesagt, da sind auch so viele Produkte bei, die einfach gar keinen Platz hier in der heutigen Folge gefunden haben. Da sind so viele krasse Sachen bei, egal ob 80er, teilweise auch 2000er, wo du dann denkst, boah, die Ritterwelt ist so gut ausgestattet teilweise, mit so vielen einzigartigen Elementen. Also da wird auf jeden Fall noch eine zweite Folge kommen zum Blind Ranking. Wenn ihr Bock habt, dann können wir das dann machen. Und Du hast ansonsten, nämlich meine Nummer 1 noch nicht dabei gehabt. dann wird es Zeit, das dann in der nächsten Folge mit einzubringen oder Das mit hoffe ich. einzubinden. Da kommt noch was auf jeden Fall. Also da gibt es so viele
so viele coole Sachen wirklich. Da hätten wir 2 Stunden einfach drüber reden können. Wir haben ja auch schon mal eine Folge zu der Ritterwelt gemacht. Das war die 11. Folge. Da haben wir ja einige Elemente aus der heutigen Folge auch schon besprochen. Also das ist wirklich sehr, sehr cool. Wie gesagt, eine sehr, sehr ikonische Themenwelt. Und ja, ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall. Vielen lieben Dank für das Sehr Ranking. gerne. Vielen Dank für die gute Antizipation. Also wirklich stark von euch. Habt euch da nicht manipulieren lassen von meinem Blödsinn, den ich euch erzählt habe. Lars, danke auch für die Vorbereitung. Hat echt viel Spaß gemacht. Tolle Sets. Gerne. War sehr unterhaltsam. Ja, und sehr nett, dass du uns nicht so ganz reingeritten hast. Ja. Das mache ich dann beim nächsten Mal. Aber man muss wirklich sagen, hier gab es wirklich, also ich finde kein Set, was irgendwie schlecht war oder so. Also da waren so viele Elemente bei, da wäre es egal gewesen, ob es 3 oder 4 wäre oder 1 oder 2 vielleicht auch. Also fand ich schon beim Betrachten der Sets sehr, sehr erstaunlich. Ja, also ein richtiger Totalausfall war nicht dabei, das muss man tatsächlich sagen. Mhm. Also ich bin ganz froh, tatsächlich den Gefangenentransport auf der 10 zu haben, weil das ist wirklich nicht so also von allen, die wir da haben, finde ich den tatsächlich am schwächsten. Aber ansonsten bin ich einigermaßen zufrieden mit meinem Ranking. Wobei man sagen muss, wenn ich gerade so nochmal auf das Set 3666 schaue, dass auch bei der Ritterburg 2 Wächter da sind, die genauso aussehen wie die aus dem Gefangenentransport. Ne? Ja, aber die sind grün-gelb. Ja, aber die sind so... Ja, du hast recht, es sind im Prinzip genau die beiden gleichen, bloß in grün-gelb, ne? Ja. Da muss man sagen, die Burg ist ja nicht der Gefangenentransport, ist ja nicht die Kutsche. Genau. Ne? Also Genau. Zumindest unser Westernpirat ist nicht dabei und das ist schon mal gut. Stimmt, das der mit der Fanfare, das ist auch der beim Ritterturnier da mit dem Zelt, mit dem, ne? Was ich glaube ich auf die 8 oder 9 da gesetzt habe, da. Das ist auch der gleiche. Also die wiederholen sich da schon so ein bisschen, was natürlich sehr schade ist. Aber im Großen und Ganzen braucht man da nicht meckern, das kriegt man schon hin. Ja, auf jeden Fall. Was ich gerade noch gesehen habe hier, ja, erzähl du. Ich wollte nur sagen, kann man auch echt super ergänzen, ne? Wo wir rückblickend kann man irgendwie alle Sets, die wir gerade besprochen haben, echt zusammen in einen Topf packen und das liest sich für mich wie eine Einkaufsliste. Ja. Wenn du die Sets alle hast, dann kannst du richtig loslegen. Ja, auf jeden Fall. Und Jonas, für dich als Pferdeliebhaber noch ganz kurz, da ist ein Pferd bei, das wieder ein bisschen Geschirr dabei hat. Also das ist schon auch ein cooles Detail. Also da sind so viele Sachen, wie gesagt, bei, die einfach cool sind. Deswegen, sehr, sehr starke Sets hier. Genau, haben wir alles schon gesagt. Deswegen vielen lieben Dank für die Folge. Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, bewertet den Podcast, abonniert uns bei YouTube oder auf YouTube und bleibt fröhlich, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis bald.